When I came to you with those calculations, we thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I remember it well. What happened? I believe we did. Oppenheimers Atombombe ist die gedankliche Brücke zur rasanten Entwicklung und Kettenreaktionen der künstlichen Intelligenz nicht lange. Und genau da habe ich noch einen Knoten im Kopf. Ich nutze Tools wie OpenClaw, Claude und ChatGPT jeden Tag in der Unternehmensberatung. Code, Texte, Strukturen, Ideen und kleine Prototypen. Das fühlt sich an, als hätte ich Superkräfte, teilweise. Gleichzeitig sagen viele Menschen aus der KI-Forschung offen, das Risiko einer anderen Welt, wie wir sie kennen, ist real. Nicht Science Fiction, es ist real. FANG-Unternehmen drücken die Modelle in Produkte, die sowieso schon jeder nutzt. In Betriebssystemen, in Offices und auch in Messengern. Oder dein Feed. Es ist eine sehr spannende Parallele zu Social Media zu erkennen. Erst nur ein kleines Feature, etwas Neues wie Reels, beeinflusst durch TikTok. Dann Aufmerksamkeitsdruck und mehr Reichweite bei Nutzung dieses neuen Formats. Und schlussendlich ein stärkerer Outreach durch Polarisierung und Ragebait. Und schon ist ein neues Format und ein neuer Weg des Konsums innerhalb 9 Monaten etabliert. Und dieses Mal geht es um mehr als nur deine Timeline. Es geht um Vertrauen und um Wahrheit, um Sicherheit und das ist das KI-Dilemma. Heute habe ich 5 Punkte für dich erstellt, anhand denen du das Dilemma deutlicher verstehst. Danach hast du Regeln, die du sofort anwenden kannst, privat und auch im Betrieb. Der erste Punkt. Verstehe, was technisch wirklich passiert, ohne Wishful Thinking zu betreiben. Viele sehen einen Chatbot und denken, das ist halt Text. Moderne Modelle lernen aber Muster in Sequenzen. Text ist hier eine Sequenz und Code auch übrigens. Tools zerlegen Bilder, Ton und Video in kleine Einheiten, dann füttern sie diese Einheiten ins gleiche Modell. Und darum zieht Fortschritt in einem Teil die anderen mit. Heute wird ein Modell besser im Schreiben, morgen hilft das beim Programmieren und dann auch schlussendlich beim Analysieren von Bildern oder Daten. Und klar, manche Sprünge wirken wie ein Schalter. Scala macht das möglich. Der zweite Punkt, erkenn, wo KI deine Schwachstellen trifft. Du kennst das Muster von Social Media. Ein System optimiert auf Aufmerksamkeit. Es belohnt das, was dich länger dran hält. Oft sind es Wut, Sex, Angst, Drama. Und jetzt kommt generative KI dazu. Sie produziert Inhalte, die sich wie echte Menschen anfühlen. Und damit bricht uns ein Schutz weg, auf den viele sich verlassen. Da kann man dann sagen, ich merke doch, ob das echt ist. Aber Tools bauen mittlerweile Stimmen nach und oft reichen dafür wenige Sekunden Audio. Modelle fälschen Videos und Bilder so, dass dein Bauchgefühl meint, es sei legit. Stell dir vor, deine Buchhaltung bekommt einen Anruf von dir. Gleiche Stimme, gleicher Druck und mit dem dringlichen Hinweis, überweis das jetzt. Oder deine Eltern, deine Oma hören dich in Panik. Wenn du dann nur auf Gefühl gehst, verlierst du. Das ist ein einfaches, aber greifbares Beispiel, wie zum Beispiel der Enkeltrick eine neue Ebene weltweit erreicht. Das heißt, das KI-Dilemma sitzt nicht im Kopf, es sitzt im Nervensystem. Dritter Punkt, halte den Nutzen und Risiko gleichzeitig aus. Was meine ich damit? KI kann extrem hilfreich sein, gerade in KMUs. Spart Zeit, Struktur und beschleunigt Entwürfe bei konkreter Durchführung. Aber dieselbe Technik skaliert Missbrauch. Bessere Phishing-Mails, Prompt-Injection, 1000 personalisierte Botschaften und schnelle Desinformationen. Du musst es nicht dramatisieren, du musst es aber sauber führen können. Nutzen ja, Schutz aber auch. Der vierte Punkt, bau dir KI-Resilienz als Routine. Der Punkt ist mir sehr, sehr wichtig, weswegen ich ihn hier in 4 Regeln nochmal untergliedert habe. Regel Nummer 1. Du gibst keine sensiblen Daten raus, nur weil etwas echt wirkt. Keine Kontodaten, keine Ausweisnummern, keine Passwörter. Arbeite mit Prepaid und Limits. Regel Nummer 2. Bei Druck am Telefon legst du auf und rufst selbst zurück. Über eine Nummer, die du kennst. Regel Nummer 3. Starke Emotionen heißt Alarm. Wenn dich etwas sofort wütend, ängstlich oder euphorisch macht, stoppst du kurz und fragst, wer gewinnt, wenn ich das jetzt glaube oder teile? Regel Nummer 4. Du nutzt KI als Sparring-Partner, nie als alleinige Quelle für Fakten. Ohne Quellen zählt eine Aussage für mich nicht. Und noch eine Faustregel. Wenn ein Text nur glatt klingt, stoppe ich. Dann prüfe ich erst recht. Und der 5. Punkt. Denk in Spielregeln fürs Ganze.
Was meine ich jetzt damit? Wir haben bei Social Media zu spät reagiert. Das müssen wir klar sagen. Das darf uns bei KI nicht wieder passieren. Darum brauchen wir Tests vor breitem Rollout, klare Haftungen bei vorhersehbarem Missbrauch und auch Transparenz bei Einsatz in Bildung, Behörden und Kinder-Apps. Und wir brauchen Orte, an denen Staaten und Unternehmen rote Linien verhandeln. Die Übersetzung für dich ist simpel. Im Betrieb fragst du, wo nutzen wir KI, wer prüft das Ergebnis und welche Freigaben laufen über 2 Kanäle. Zu Hause fragst du, was verifiziere ich immer, egal wie echt es klingt. Tools können dich schneller machen, aber es gibt aktuell eine Flut an neuen Tools, weil jeder Vibe codet und das kann auch überfordern. Deswegen habe ich ein Video zu 10 KI-Tools, die dein KMU 2026 ausprobieren muss, gemacht. Wir sehen uns dort. Bis gleich.